So, my dear brother, welcome to our Zoom meeting. Could you please introduce you in the beginning? Yes, I'm Larry Lichtenwalter. I'm president of Middle East University, located in Beirut, Lebanon. Beirut is in the news right now because of the recent situations. This is Bruder Lichtenwalter. Larry Lichtenwalter ist der Leiter der Middle East University in Beirut. Beirut ist zurzeit in den Schlagzeilen, wie ihr wisst, aufgrund der großen Explosion, die wir jetzt vor einigen Tagen hatten. And I'm happy to be here. Und ist froh, dass heute mit uns sein darf. We are happy and thankful. I'm not totally sure what to expect. How long do I have tonight? I don't know. Also, open time, so don't worry about the time. So, how long it will take, and you could just cut it if you said, okay, that's enough for maybe today, it's not a problem. Also fragt gerade, dass weiß nicht, wie lange wir das machen, und sagt, ich weiß auch nicht, was mich erwarten wird. But normally we're doing an interactional studies like a DBS or something like that. So feel free. Okay. Well, I have a text which is Mark 2, 1-12. And Markus 2, 12, yeah. The Gospel of Mark, chapter 2, verses 1-12. Very familiar story. And then I also have some slides, to show, but they're going to be in English. But maybe I can just not show the slides. You tell me. Oh, you could show if you want the slides, no problem. I could activate it now, and we will try to translate it. Okay. Mostly the text is some biblical text, and a couple choice quotes from Ellen White. Also wir haben jetzt Markus 2, 1-12 gehabt, also ein paar biblische Grundlagen, aber wir werden auch ein paar von Ellen White ein paar Aufzeichnungen haben. Yeah. Well, I have a interesting title or topic. Ich habe heute ein sehr interessantes Thema oder eine Überschrift. That I'm not sure individuals have looked at this story in the way that we will look at it today. Und ich weiß nicht, ob manche von euch die Sachen so sehen werden, wie wir heute diese Geschichte betrachten werden. I think it would be good to read the text. Es wäre gut, wenn wir jetzt zusammen den Text lesen würden. So if somebody would read it, I've already read it a couple times, so I know what it says. Vielleicht kann ja einer von euch lesen, also Bruder Lichtenwalter hat ihn schon mehrmals gelesen, er weiß, um was es geht. Also vielleicht kann ja einer von euch lesen. Den willst du? Okay, I will start. Das ist eine Luther von 1545 und dort steht: Und über etliche Tage ging er wiederum gegen Kapernaum, und es war rufbar, dass er im Haus war. Und alsbald versammelten sich viele, als dass sie nicht Raum hatten, nach draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen, von 4 getragen. Und da sie nicht konnten zu ihm kommen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und gruben's auf und ließen das Bett nieder, da auf dem der Gichtbrüchige lag. Da aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen da und gedachten in ihrem Herzen: Wie redet dieser Gotteslästerer? Wer kann Sünde vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte bald in seinem Geist, dass sie also gedachten bei sich selbst, und sprach zu ihnen: Was gedenket ihr solches in eurem Herzen? Welches ist leichter,
zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, dir und deine Sünden sind vergeben, oder stehe auf, nimm dein Bett und wandle. Auf dass ihr aber wisst, dass es in des Menschen Sohn Macht steht, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und alsbald stund er auf, nahm sein Bett, ging hinaus vor allen, als dass sie sich entsetzten und preisten Gott und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. All right. Since this is, you mentioned that this is interactive. Yes. I will try to interact a little bit. Oh, no problem. If not, we will also listen and be thankful. Okay, hello. My question is what does this story in the life of Jesus say about faces? Or about These faces. Also, wenn ihr jetzt diese Geschichte in dem Leben Jesus seht, was sagt euch das über Gesichter der Menschen? Also über Gesichter allgemein? Yeah, that's my question. Das ist meine Frage. And you know, now we are living, especially at a time where you don't totally see the face. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo man eigentlich das ganze Gesicht nicht sehen kann. Yeah, the face is largely hidden. Der meiste Teil des Gesichtes ist versteckt. But the observant person still sees things. A friend of mine, she put on a burqa. Also ich habe eine Freundin, die hat eine Burka angezogen. And I wasn't expecting to see her in a burqa because I was I was at the general conference and she was there too, and she put it on. Ja, also wir waren auf der Generalkonferenz und ich habe nicht erwartet, sie in einer Burka zu sehen. And I've been around Muslim women, you know, wearing a burqa. Ich bin ja eigentlich umgeben von muslimischen Frauen, die eine Burka tragen. But when I saw my friend wearing a burqa, aber als ich meine Freundin gesehen habe in dieser Burka, unerwartet, and I found myself looking her in the eyes. Habe ich mich dabei beobachtet, wie ich in ihre Augen geschaut habe. And you know, most of us don't look into the eyes of people very much. Also viele Leute gucken eigentlich nicht in die Augen direkt rein oder intensiv. And when we do look them in the eyes, we don't maintain a very long gaze. Und wenn wir das machen, bleiben wir eigentlich nicht dabei, lange da zu verweilen. The eyes are one of the most intimate parts of our human spirit and being. Also die Augen sind eigentlich eine der intimsten Sachen unseres Geistes, unseres Körpers. And so even when we have a mask on, und jetzt auch in der Zeit, wo wir Masken haben, there are things that can be seen about us. Gibt es immer noch Teile, die gesehen werden von uns. Let me, I'm going to present something here now for a moment. Wird jetzt einiges zeigen. And so this is, can you see that? Yes. Let me make it bigger. Okay. Yeah. So let me just get it big enough. Are you able to see that? Yes. Okay. So the truth is written all over our faces. Also die Wahrheit ist eigentlich über unser Gesicht geschrieben. There are things that you cannot hide with your face. Also es gibt manche Sachen in eurem Gesicht, die ihr nicht verstecken könnt. And in fact, the human face is naked. Das menschliche Gesicht ist eigentlich nackt.
it's like an autobiography that enables others to see you and get a sense of what is going on in your life. Und das menschliche Gesicht zeigt eigentlich eine Biografie dessen und zeigt eigentlich, was gerade in deinem Leben so los ist. The face always reveals who you are. Das Gesicht zeigt eigentlich immer, wer du bist. And you can never successfully hide from the world while you have a face. Und du kannst es eigentlich nicht von der Welt verstecken, solange du ein Gesicht hast. And when you look into somebody's face, you are gazing deeply. Pardon. You're gazing deeply into his or her life. Und wenn du das Gesicht eines Menschen betrachtest, bist du dabei, eigentlich in das menschliche Leben des anderen einzutauchen. Just the other day, when the big explosion took place here in Beirut. Und an dem einen Tag, wo diese große Explosion hier in Beirut stattgefunden hat, I came upon students at the university who were looking down the hill and watching it all take place. Haben halt einige Studenten sich an die Hügel gestellt und haben von oben eigentlich beobachten, was da unten eigentlich alles vor sich geht. Middle East University is on the mountain rise above Beirut, and so we have the privilege of looking down on the city and down on the Mediterranean. Ja, also die Middle East Universität ist eigentlich oben am Hügel der Stadt Beirut gelagert und es ist so, dass man das Privilegium hat, von dort eigentlich auf die Stadt Beirut runter zu gucken. So many of us heard the first explosion and then went out to sea, and then we saw the huge second explosion and felt the shock waves afterwards. Ja, also wir haben erstmal die erste Explosion gehört, viele sind dann hingegangen, haben geguckt, was da passiert, haben dann die zweite Explosion gesehen und haben dann diese enorme Druckwelle mitgekriegt. And so I came upon a group of students, and as I looked into their faces, I could see existential struggle and concern and worry, and they were visibly shaken, and you could see it in their faces. Ja, und als ich in die Gesichter dieser Menschen geschaut habe, habe ich gesehen, dass sie wirklich Ängste hatten, Sorgen hatten und besorgt waren. Also ich habe es wirklich sehen können an ihren Gesichtern. So the face always reveals who you are and what is going on inside you. Also das Gesicht zeigt eigentlich immer, wer du bist und was in dir vor sich geht. And you can never successfully hide it. Und du wirst niemals 100%ig es versperren können. And people who are sensitive and can read faces can know that. Und Menschen, die eigentlich sehr sensibel sind und auch Gesichter lesen können, wissen das. So every face is a window into the soul. Jedes Gesicht ist eigentlich ein Fenster in die Seele. And the face tells a story. Und das Gesicht erzählt eine Geschichte. So all of us and every one of us read faces. Jeder von uns, jeder Einzelne liest eigentlich Gesichter. And there's this fellow by the name of Paul Ekman who did a lot of research on how emotions and our inner life is expressed through our faces. Und es gibt halt diesen Menschen, der heißt Paul Ekman, der hat halt auch viele Untersuchungen gemacht, was auf unseren Gesichtern passiert und welche Emotionen dabei eine Rolle spielen. And in his books that he has written on the topic, und in den Büchern, die er über dieses Thema geschrieben hat,
he's identified 43 facial motions. Hat er 43 Gesichtszüge und Emotionen festhalten können. And those 43 facial motions have thousands of possible facial expressions. Und diese 43 Gesichtsbewegungen können eigentlich Tausende von bestimmten Gesichtsausdrücken haben. And when you look at the anatomy of a human face, Und wenn man die Anatomie des menschlichen Gesichtes betrachtet, you find that facial muscles respond to thoughts and emotions. merkt man halt, dass die Gesichtsmuskulaturen auf Gedanken und Emotionen reagieren. And they are incredible mechanism of communication. Und sie sind Or eigentlich they're eine an Art von incredible mode of communication. oder Motivation, ne? So your face communicates, my face communicates. Also dein Gesicht kommuniziert, mein Gesicht kommuniziert. You're probably looking at my face tonight, on the screen. Ja, und heute werdet ihr mein Gesicht halt auf dem Screen haben. Of course, there's the tone of the voice and other gestures of the hands and so forth, but the face is incredible. Ja, also das Gesicht ist schon unglaublich. Natürlich hast du auch einen Ton der Stimmlage, auf der anderen Seite hast du auch Handbewegungen, aber das Gesicht ist nochmal einzigartig. So, as we look at the story of Jesus healing the paralytic that came down through the ceiling, I want you to ask yourself, what does your face communicate? Also wenn jetzt du die Geschichte von Jesus und dem Gichtbrüchigen, der eigentlich eine Lähmung hat, liest, was zeigt dein Gesicht? Das würde ich euch gerne fragen. And I also want you to think about how people read you when they see your face. Und ich möchte dich auch auffordern, mal drüber nachzudenken, was die Menschen denken könnten, wenn sie dein Gesicht lesen. And then the question is how do you read the faces of the people around you? Und die nächste Frage wäre, was ist mit dir? Wie liest du die Gesichter der Menschen um dich herum? Now here is an artist's picture of the story. Und hier hat ein Maler nochmal diese Geschichte porträtiert. Are you able to see it? Yes, wonderful. Okay. So let's just for a moment ask ourselves, what does the story, the narrative, the biblical narrative of Jesus healing this paralytic, what does it say about the face? Also, lass uns mal selber alle überlegen, diese Geschichte von Jesus, der den Gichtbrüchigen heilt. Was sagt sie uns über die Gesichter? What does it say about Jesus? Was sagt es über Jesus? What might it say about the major characters or individuals mentioned in the story? Was offenbart uns das über die Charakteren der Menschen, die hier in dieser Geschichte erwähnt wurden? And what might it say to us about our facial expressions and how we read or don't read correctly what others express in their faces? Und was können wir daraus lernen, wie wir eigentlich die Menschen wahrnehmen, was wir aus ihren Gesichtsausdrücken erkennen können, ob wir das richtig oder falsch lesen, was dort vor sich geht? Anybody want to venture just looking at the artist's imagination of that day?
Also einer von euch hat immer vielleicht eine Idee, wenn ihr euch mal das Bild betrachtet. Was hat der Artist, also der Maler, versucht rauszubringen? And the introduction that I've given about the face. Und der Einführung, die ich euch über das Gesicht gegeben habe. What might the story say about the face, the Was naked sagt face? über das nackte Gesicht? Also when I'm looking at this portrait, I could look at the eyes of the person who is laying there, of the paralyzed man, who's really in need of Jesus. So there's despair, there's hope. So I think he is looking for him, and in his eyes you could see asking of help. Okay, all right, good, okay, good observation. What else do we see? What other faces do we see? Komm, trau dich. Lass mich nicht alleine reden. Ja, Leute, ihr dürft jetzt die Fragen beantworten. Traut euch bitte, okay? Also was könnt ihr sehen? Gib mal bitte eine Antwort. Sag was, Lena, komm, hol mich mal da raus. Ja? Ja, versuch mal. Laura oder Valentina, wer von euch möchte was sagen? I think we can see how some people are really surprised how brave his friends are, that they took the roof of the house. That's pretty brave and unusual. And some people are really wondering how brave they are. Okay, Yeah. also Laura sagt gerade, dass manche ganz erstaunt gucken und auch wie mutig eigentlich oder ja, wie vorbildhaft die auch dieses Dach weggenommen haben. Also ich sehe gerade, es sind auch gerade neue Leute dazu gekommen. Die Frage ist, wenn man die Menschen betrachtet auf diesem Foto, auf diesem Bild, was man in den Gesichtern der Menschen auf diesem Porträt, das ist die Geschichte von Markus 2, die Heilung des Gichtbrüchigen erkennen kann. You know, the Bible story, especially the book of Mark, is very, very minimal. It's just very brief, very little detail. Also wenn man das Buch Markus betrachtet, ist es so, dass alles sehr, sehr kurz und knapp gehalten worden ist. Immer wenige Details gegeben werden hier. So it leaves a lot to the imagination. Also viel wird auch dann der Fantasie überlassen. You remember how houses were built in Bible times? Ihr wisst ja noch, wie diese Häuser in der biblischen Zeit gebaut wurden. The roof had cross beams. Also die Dächer hatten so Querstangen. And then there was brush and other wood laid across it. Und dann hat man halt anderes Holz oder Stroh oder so draufgetan. And then mud was put over top of that, and it dried and created a roof. Ja, und dann hat man halt auch Matsch draufgetan und hat das dann auch trocknen lassen und schon hatte man eigentlich ein Dach. So I want you to imagine a room full of people crowded around Jesus. Und stellt euch mal vor, ein Raum. Oh, pardon. And then there's footsteps over top. Und stellt euch mal vor, einen Raum gefüllt mit Menschen, alle drumherum um Jesus, und dann hat man plötzlich Schritte von oben gehört. So what kind of face would people make when they looked up to hear noise on the roof? Und was für Gesichter mögen wohl die Menschen gemacht haben, als sie nach oben und den Geräuschen geschaut haben? And then when a hole started being torn in the roof. Und als dann auch ein ganzes Loch entstanden ist oben im Dach. Now, think with me now.
Denkt jetzt mal mit mir. If they were breaking into the roof that was made with mud, Dass man die halt zum Dach bringt, was aus Matsch gemacht wurde. then you have mud and debris and dust and dirt falling down from overhead. Und dann stehst du da und von oben hast du plötzlich Rauch und Staub und auch plötzlich auch Teile von diesem Dach auf dich runterrieseln. So imagine the faces of the people in the house as dirt and debris is falling down on them. Und stellt euch mal die Gesichter der Menschen vor, die in dem Haus sind, als plötzlich diese Sachen und dieser Dreck und alles auf sie gefallen ist. Wie werden sie wohl geguckt haben? Was für Gesichter werden sie wohl gemacht haben? And then imagine what the face of Jesus would look like when some of this dust was falling on him. Und überlegt euch mal, wie das Gesicht von Jesus aussehen gemocht habe, in der Zeit, als dieser Staub auf ihn gefallen war. And when the hole got big enough to lay down, drop down the stretcher, what did it look like? The faces of the people who were letting this paralytic down. Und also wenn ihr euch vorstellt, dass dieses Loch halt immer größer geworden ist, dass sogar die Trage, die Liege da runtergelassen werden konnte, wie müssen wohl die Menschen dann erst geschaut haben? So people had to move out of the way. Also die Menschen sind zur Seite gegangen. What did their faces look like? Aber wie mögen wohl ihre Gesichter ausgesehen haben? Were they disturbed? Werden sie verstört gewesen sein? Were they frustrated that they lost their front row seat? Oder werden sie frustriert sind sie frustriert gewesen, weil sie ihren Platz vorne verloren haben? And think about the four men who dropped this man down through the ceiling. Und denk mal an die 4 Freunde von diesem Gichtbrüchigen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Mann runtergelassen wurde. The look on their face as they were trying to carefully keep the stretcher, even, Ja, ja, als sie versucht haben, eigentlich diese Liege auch gerade zu halten. And then once they got the man down, can you imagine what look they had on their face when they were looking at Jesus to see now, what would Jesus do? Ja, und auch als sie den Freund runtergelassen haben, wie werden sie wohl auf das Gesicht von Jesus geschaut haben, um zu gucken, was er wohl mit ihrem Freund machen wird? You think about the owner of the house. Denk mal an den Inhaber dieses Hauses. I mean, these are the kinds of things that people get mad over. Das sind eigentlich diese Sachen, worüber Menschen wütend werden können. And Jesus could have been, the look on his face that he was in the middle of a sermon or something and he got interrupted. Und es hätte ja auch sein können, dass Jesus in dem Moment eigentlich während einer Predigt gewesen wäre und unterbrochen wurde. Wie wird er wohl geschaut haben? So, the short story in Mark leaves a lot of detail out. Also wenn wir jetzt diese Geschichte in Markus uns anschauen, diese kurze Geschichte, muss man eigentlich annehmen, dass viele Details ausgelassen wurden. But yet it gives us a lot of hints about what was happening. Aber wir haben trotzdem einige Hinweise, was wohl passiert ist. So what does the Bible tell us about Jesus when all this happened? Und was sagt die Bibel zu uns, als das Ganze passiert ist? Interesting, verse 5 is saying he's seen. You already got it. Sorry. Okay. Also Markus 2,5. Go ahead. Und da aber Jesus
ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sees. Jesus He sieht, sees, yeah, he sees their faith. er sieht ihren Glauben. And what does faith look like? Und wie sieht Glaube aus? You could How see could he, yeah. was faith only the action? Ist Glaube nur die Aktion, also die Tat? Or did Jesus also see their faces? Oder sieht Jesus auch ihre Gesichter? Something about them that gave him confidence that in their minds, their actions reflected something that was going on in their minds, in their hearts. Dass er etwas an ihren Gesichtern gesehen hat, was eigentlich das reflektiert, was in ihrem Herzen, in ihrem Glauben gewesen war. And then what does he say to the paralytic? Und was sagt er eigentlich zu dem Gichtbrüchigen? His son, your sins are forgiven. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Well, the guy never said anything about needing forgiveness. Interessant, der Mann hat eigentlich nie über Sündenvergeben gesprochen. But as Elon has already implied, in the look of the man's face, he was asking for help. But Also you and I, go ahead. Ja, also auf dem Gesicht des Menschen, der eigentlich nach Hilfe gefragt hat. You and I would tend to look at that face and say, oh, here's a man who can't walk and he needs to be healed. Wir würden vielleicht draufschauen und sagen, okay, hier ist ein Mann, der nicht laufen kann und er müsste geheilt werden. But Jesus looked at him. Aber Jesus schaut an. And saw that there was more that was needed than just physical healing. Und er hat erkannt, dass dass dieser Mann mehr brauchte als einfach das Heilen der körperlichen Gebrechen. What did Jesus see? Was hat Jesus gesehen? And then if you read Matthew's account of the same story, und wenn man sich Matthäus anschaut, der genau die gleiche Geschichte erzählt, it says, seeing their faith, Jesus said to the paralytic, take courage, son. Und wenn man jetzt, okay, und wenn man jetzt den Paralleltext Matthäus 9,2 nimmt, dann sieht man halt, dass Jesus da noch was sagt. Und zwar da steht, und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. So Jesus was reading that not only was there physical issues, but Jesus could see in this man's face that there was discouragement and a longing for help. Okay. Jesus hat das Gesicht dieses Menschen betrachtet und hat halt gesehen, dass es nicht nur um eine Heilung der körperlichen Gebrechen geht, sondern dass da mehr war. Und anhand des Gesichtes, dass er eigentlich Ermutigung gebraucht hat. Now this is what Ellen White says about this moment. Und das ist das, was Ellen White über diesen Moment sagt. Und dort schreibt sie in Desire of Ages, also das Leben Jesu 2,6,8, der Heiland schaute auf das, was heißt nochmal Kontenance, auf die Haltung, auf die mournful, also das auf die trauernde Haltung und sah in diesen Augen, die auf ihn fixiert waren, eigentlich eine Hilferuf. Und er hat eigentlich in dem Moment den Fall verstanden. So she refers to pleading eyes, eyes that are begging for help. Sie hat halt geschrieben, dass da Augen sind, die um Hilfe gerufen haben. And she refers to the countenance. Und hat auch über die Haltung gesprochen. That's the face. Das ist das Gesicht, ne? And that's what Jesus looked at.
Und darauf hat Jesus geschaut. Jesus didn't look at paralyzed legs or paralyzed arms. Er hat halt nicht auf die paralysierten Arme oder Beine geschaut. Jesus looked at the face. Jesus hat das Gesicht betrachtet. And Jesus read in that face a deeper need than what anybody else in that room understood. Und er hat in diesem Fall, als er das gesehen hat, mehr verstanden als alle anderen in dem Raum, dass dieser Mensch eigentlich mehr braucht. And then in Desire of Ages, page 268, und dann wieder im gleichen Buch, das Leben Jesu, also Desire of Ages 268, schreibt sie, the burden of that when it became clear in this man's mind that his sins were forgiven, und als der Mann eigentlich verstanden hat, dass seine Sünden vergeben worden sind, that his countenance changed. Hat sich sein Ausdruck total verändert, seine Haltung. His face changed. Sein Gesicht hat sich verändert. And she tells us that the light of heaven irradiated in his countenance. Und interessant ist, sie schreibt, dass eigentlich das Licht des Himmels in dem Moment aus seinem Gesicht gestrahlt ist. And then the people looked with awe on the scene. Und die Menschen haben ganz erstaunt, verwundert auf die Szene geschaut. So when you look with awe, it's like, ja, also wenn man schaut, dann guckt man auch mit einem erstaunten Ausdruck. so everybody's face suddenly changed when Und auch that man. alle änderten sich. So you can imagine, Jesus saw the face, the man's face changed, and then everybody's face was changed in the experience. Und Jesus hat das Gesicht erstmal dieses einen Menschen gesehen und dann hat er alle Menschen drumherum gesehen, deren Gesichter sich auch in dem Moment verändert haben. The story doesn't stop there though, Also die Geschichte hört hier nicht auf. because now in verses 6 to 8, you have the religious leaders that are there watching all of this happen. Wenn man jetzt wieder zurückgeht zu Markus 6, 2, 6 bis 8, ist es so, dass die religiösen Führer dort gewesen sind und das alles, was passiert ist, beobachtet haben. Okay, do you want to read those verses, 6 to 8? Yes, you could read. Möchtest du? Okay. Es seien aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünde vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Mhm. All right, now the text tells us that these leaders were asking, how does this man speak this way? He's blaspheming. Who can forgive sins but God? This is what they were saying. Mhm. Also eigentlich haben diese religiösen Leiter in ihrem Herzen gedacht, wieso kann dieser Mensch mit so einer Autorität in dieser Art und Weise sprechen? Wie kann er diese Blasphemie begehen, indem er Sünde vergibt? But they were not saying it verbally. Aber sie haben es nicht verbal gesagt. Jesus could read it on their faces. Jesus hat es auf ihren Herzen, auf ihren Gesichtern gesehen. It says that Jesus was aware in his spirit that they were reasoning that way within themselves. Und das wird gesagt, dass Jesus in seinem Geiste erkannt hat, was sie bei sich so selber dachten. Why are you reasoning this way in your heart? Also warum denkt ihr solches in euren Herzen? Now, how did he know that that's what they were thinking? Was glaubt ihr? Wieso hat er daran gedacht oder hat es erkannt, was sie eigentlich in ihren Herzen gedacht haben? Was Jesus a mind reader? War er ein Gedankenleser?
or was he a face reader? Oder war er ein Gesichtenleser? He's probably both, but Wahrscheinlich beide. Jesus was a face reader. Aber er war auch ein Gesichtenleser. And he looked over at these scribes and Pharisees, these religious leaders, and he could tell what they were thinking by the look on their faces. Und Jesus hat halt diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer beobachtet und konnte anhand ihrer Gesichter erkennen, was sie wohl so bei sich gedacht haben. What does Ellen White say in Desire of Ages 269? Was sagt Ellen White in Desire of Ages, das Leben Jesu 269? She clearly says that they did not exchange any words. Sie sagt ganz klar, sie haben keine Worte ausgetauscht. They were sitting there and they were looking at each other's faces. Und sie saßen da und haben einander in die Gesichter geschaut. And they were affirming to each other the same attitudes and the same ideas. Und sie haben eigentlich aneinander erkannt, dass sie alle gleich denken. So you have Jesus reading their faces, and you have them reading, and then you have them reading their own faces among themselves. Das ist auf der einen Seite Jesus, der ihre Gesichter gelesen hat, aber auf der anderen Seite haben sie auch untereinander ihre Gesichter gelesen. So this is incredible. Es ist unglaublich. So it's not just the face of the four men that brought the paralytic to Jesus. Es ist nicht nur das Gesicht dieser 4 Männer, die eigentlich den Gelähmten zu Jesus gebracht haben. It's not just the face of the paralytic. Es ist auch nicht alleine das Gesicht des Gelähmten. But the face of the dignitaries in the room. Aber auch die Gesichter der Obrigkeit in diesem Raum. And the face of a crowd who is filled with awe and amazement at what had just happened. Und auch die Gesichter der Menge, die erstaunt und das als unglaublich betrachtet haben. Years ago, my youngest son was in the military. Vor einigen Jahren war mein jüngster Sohn im Militär. And I had the occasion to visit him on the military base where he was stationed. Und ich bin einmal zu der Militärstation, wo er gewesen war, auf Besuch gewesen. One time, when I visited him on this base, he took me to visit with some of his friends. Und einmal, als ich dort gewesen war, hat er mich genommen, um einige Freunde zu besuchen. And I was hungry. I wanted to go eat. He had been busy and delayed, and so I was starving. Und es war so, dass ich halt hungrig war. Also der Sohn ist alleine losgezogen, hat Freunde besucht und er war da und hat gewartet. Aber es ist so gewesen, dass er hungrig war und gewartet hat und er war dabei, vor Hunger zu sterben. We were headed to a restaurant to eat. Und dann sind wir zu einem Restaurant gekommen, um dann irgendwann mal zu essen. We were driving off the base. Wir sind halt außerhalb der Militärstation gefahren. He says, "Oh, Daddy, I want you to meet some of my friends." Oh, okay. Und dann sagte er nochmal, dass er halt einige Freunde besuchen wollte. So he pulls into one of the barracks. What is that? The barracks, you know, where all the soldiers live. Okay. Und dann ist er halt irgendwo reingefahren, wo diese ganzen Häuser der Militäroffiziere sind. And there were a group of 12 or 14 Marines, US Marines, that were having a party. Da gab es halt 12 bis 14 US-Marine-Offiziere, die eine Party hatten. They were sitting on lawn chairs out in the grass, and they were cooking stuff, and they were drinking beer.
Und sie saßen da in ihren Liegestühlen, haben Sachen gekocht, tranken ihr Bier und saßen ganz leger gekleidet. And so we got out of the car and we walked towards this group of partying soldiers. Dann sind wir halt ausgestiegen und sind auf die Gruppe von partyfeiernden Soldaten gestoßen. And I said to myself, oh, this is the last thing I want to do. I am hungry. Und ich sagte bei mir selbst, oh, das ist das Letzte, was ich eigentlich machen möchte. Ich bin hungrig. But I followed my son. Ich bin aber meinem Sohn gefolgt. And when he got to his friends, they were high-fiving each other and, greeting. Oh ja, und als mein Sohn seine Freunde gesehen haben, haben sie halt High Five gemacht, haben sich begrüßt. And he says, this is my dad. Und sagte, das ist mein Vater. Hi, Mr. Lichtenwalter. Alle sagten, hallo, Mr. Lichtenwalter. And then my son said something that brought an immediate change of my face. Und da hat mein Sohn etwas gesagt, das meinen Gesichtsausdruck zum Verändern gebracht hat. And yes, he's a minister. Er sagte, er ist jemand, der dient. And I said to myself, why in the world did you tell all these soldiers, these Marines, that I'm a minister? Und warum sagte er, warum hast du in aller Welt diesen Menschen erzählt, dass ich geistlich am Dienen bin? And you could see the looks on everybody's faces. Und dann hast du die Gesichter auf den ganzen Menschen, die Ausdrücke auf den menschlichen Gesichtern gesehen? They're all sitting there having a party, drinking beer. Und die saßen halt alle da und haben ihr Bier getrunken, hatten ihre Party. And here comes a minister. Und hier kommt jetzt jemand, der geistlich ein Minister ist, also ein Leiter. And I said, oh no, in my heart, I said, oh, Evan, you've ruined it. Und ich dachte in meinem Herzen, oh Evan, du hast jetzt alles ruiniert. But then there was a fella sitting on a lawn chair, and he had a bottle of Corona beer in his hand. Und da saß jemand da auf diesem Liegestuhl und hatte ein Corona-Bier in der Hand. He held up that Corona. Er hat dieses Corona aufgehoben. And he called out to me. He says, Mr. Lichtenwalter, I'm the son of a Baptist minister. Oh, er sagte, Mr. Lichtenwalter, ich bin der Sohn eines baptistischen Leiters. Tell me what you think of the tattoos on your son's body. Und erzähl denen mal, was sie über die Tattoos ihres Sohnes auf seinem Körper halten. And suddenly I had 16 or so sets of eyes looking at my face. Und plötzlich haben so 16 Leute so plötzlich mich angestarrt, auf mein Gesicht geschaut. And I knew that how my face looked and what I would say next would determine whether I would be able to influence these people or not. Und ich bin mir sicher, dass mein Gesicht in dem Moment viel ausgedrückt hat. Und wurde mir bewusst, dass ich jetzt eigentlich was sagen müsste, was diese Menschen eventuell beeinflussen könnte. So the hard drive of my brain started spinning. Ja, und in meinem Kopf gingen so ganz viele Sachen da durcheinander. What in the world am I going to say now? Was in aller Welt muss ich jetzt sagen? How am I going to answer this question? Wie soll ich auf diese Frage antworten? I was walking when that question was asked. Und ich war am Laufen, ich war am Gehen, als diese Frage gefragt wurde. I walked directly to the man, the soldier who had the Corona beer in his hand. Und ich bin direkt auf die Person zugegangen, die dieses Corona in der Hand hat. The son of a Baptist minister. Der Sohn dieses baptistischen Leiters. And when I got to him, I put my hand on his shoulder. Als ich dorthin gegangen bin, habe ich meine Hand auf seine Schulter gelegt.
And I bent down and looked him in the eyes. Bin ich halt runtergegangen und habe ihm direkt in die Augen geschaut. I said, I don't look at the tattoos. I Ich look into the eyes. I look Ich into gucke- the Ich gucke nicht so auf die Tattoos, ich gucke auf das Gesicht. And it was just like all of a sudden, everybody around relaxed. Und da war es so, dass alle drumherum plötzlich entspannt haben. And they came up to me and pulled their shirts up and showed me their tattoos, especially the religious ones. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben dann ihre T-Shirts hochgenommen und haben mir ihre Tattoos gezeigt, vor allem die religiösen. And they gathered around me and told me about things that they were doing and what military life was meant to them. Und dann haben sie mir so etwas von ihrem Leben erzählt und was das Militärleben ihnen bedeutet, wie es so war. I had an opportunity to talk to that son of a Baptist minister. Und ich hatte die Möglichkeit, zu diesem Sohn eines baptistischen Leiters zu sprechen. We spoke personally about the assurance of salvation because his father was a very legalistic person. Und wir haben zusammen über Glaubensgewissheit, also Heilsgewissheit geredet. Und da kam halt auch heraus, dass sein Vater ein sehr legalistischer Religiöser war. I was able to talk to him about grace and peace and assurance. Und ich habe mit ihm über Gnade, über Gewissheit, über Frieden reden können. It did not matter that he had a beer in his hand. Es war in dem Moment nicht wichtig, dass er ein Bier in der Hand hatte. I was looking him in the face and I showed him dignity and respect, and I read what was going on in his heart. Und ich habe in sein Gesicht geschaut und habe nicht auf die anderen Sachen geschaut. Und ich habe in seinen Augen eigentlich lesen können, um was es eigentlich ging. The next day, my son asked me, we were driving in the car, Am nächsten Tag bin ich mit meinem Sohn im Auto gewesen und wir waren am Fahren. he says, how do you do this, Daddy? Er hat gesagt, wie machst du das, Daddy? I said, do what? Was meinst du damit, hat er gefragt. He says, you come into a bunch of drinking men and you put them at ease and you begin relating to them in a personal way. How in the world do you do that? Und du kommst halt zu einer Gruppe von Menschen, die sich betrinken können und du kommst zu ihnen und plötzlich hast du die Möglichkeit, mit ihnen auf einer sehr persönlichen Ebene zu sprechen. I said, this is what Jesus did. Und dann sagte ich, das ist das, was eigentlich Jesus getan hat. Jesus looked into the eyes. Jesus schaute auf die Augen. Jesus read faces. Jesus hat die Gesichter gelesen. Jesus was a face reader. Jesus war der Gesichtenleser. And this is what Jesus invites us to do as well. Und das ist eigentlich auch das, wozu Jesus uns einladet, es genauso zu tun. Desire of Ages tells us that when Jesus answered those dignitaries, Und im Desire of Ages schreibt Ellen White, dass als Jesus sich an diese Obrigkeit gewandt hat, the look on his face made them cower and draw back. und als diese Menschen Jesus Gesicht angesehen haben, hat es dazu geführt, dass sie sich halt auch, dass sie einen Schritt zurückgegangen sind und auch nochmal runtergegangen sind. So even the face of Jesus Und sogar das Gesicht von Jesus is found here in this passage. ist hier in dieser Passage zu finden. The four who let the paralytic down were looking into the face of Jesus to see whether he would be approving and accepting of what they were doing. Auf der einen Seite die 4 Freunde, die auf das Gesicht von Jesus gestarrt haben, um zu gucken, ob er das, was sie eigentlich was sie getan haben, unterstützt.
And the paralytic looked into the face of Jesus also with longing eyes. Und auch der Gelähmte, der mit sehnsüchtigen Augen eigentlich auf Jesus Gesicht geschaut hat. And everybody was looking at the face of Jesus when all of this was happening. What's he going to do? How's he going to respond? Und auch die Menge, die drumherum war, hat auf Jesus geschaut, um zu gucken, wie er reagiert. Was wird er tun? And the dignitaries looked at the face of Jesus. Aber auch die Obrigkeit hat das Gesicht von Jesus angeschaut. They saw the welcoming face of Jesus. Und sie haben das wohlwollende Gesicht von Jesus erkannt. The face of Jesus that said, your sins are forgiven. Take courage. Und auch das Gesicht, als Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, sei frohen Mutes. And the face of Jesus who recognized the faith of the man who shut him down. Oh, sorry, I didn't get it. I think there was a problem with the internet. Could you please repeat it? Are you there? Okay, please. Yes. And they were just watching the face of Jesus. Und sie waren halt auf das Gesicht von Jesus am Schauen. Okay? Hello? Yes, could you hear me, brother? The last passage wasn't clear. Okay. So, yes, well, I can hear you fine. Can you hear me now? Yes, yes. Okay. I only got the last sentence not correct because of the internet connection. Okay. Well, this is a story of faces. Dies ist eine Geschichte von Gesichtern. The face of the paralytic, Die Geschichte, das Gesicht des Gelähmten, the faces of the four friends, die Gesichter der 4 Freunde, the face of Jesus, das Gesicht von Jesus, the face of the crowd, das Gesicht der Menge, and the faces of the religious leaders. und auch die Gesichter der Obrigkeit. The faces of the religious leaders. This is what we see in this passage and in this beautiful, beautiful story. Und die verschiedenen Gesichter, die wir in dieser Passage und dieser wunderbaren Geschichte erkennen können. Are we? Okay. Is the internet slow now? Yes, I think there is a problem with the internet, but I'm not sure. Could you hear me? I can hear you fine. I can hear you fine. Okay, I could hear you very slowly, like in slow motion. Yes, yeah. Well, my point is that Jesus was a face reader. Also sein Punkt ist, dass Jesus ein Gesichtenleser war. Years ago, somebody gave me a little saying, and I found it very interesting. Und vor einiger Zeit gab mir jemand einen Ausdruck, einen Ausdruck, den jemand geschrieben hatte, den ich sehr interessant finde. I face the face of the faceless facer facing me facelessly. Wow! Also, ich komme Angesicht zu Angesicht mit dem Gesicht der Person, die ein gesichtsloses Gesicht hat, was dazu führt, dass ich mich ansehen muss, wie ich ohne Gesicht bin. And the question I want to ask as we read this story with hopefully fresh eyes tonight. Meine Frage ist, wenn wir diese Geschichte mit frischen Augen lesen,
What does your face say? Was ist dein Gesicht am Sagen? And how are you reading the faces of the people around you? Und wie liest du die Gesichter der Menschen um dich herum? Are you sensitive to read the faces, to really understand what might, or understand more clearly what might be happening in another person's life? Und bist du so sensitiv, also so empathisch genug, um zu erkennen anhand des Gesichtes, was wirklich in dem Leben der anderen Person vor sich geht? I just finished a class this morning, contemporary issues in the Islamic world. Und ich habe heute meine Klasse beendet, kontinuierlich über das, was in der islamischen Welt passiert, zu sprechen. And one of the students, it's a master's program. Es ist halt ein Masterstudiengang. One of the students told me, who lives in Dubai, was telling me of an experience that they had, she and her husband had with her Muslim neighbors. Und sie leben halt in Dubai und sie haben halt eine Geschichte erzählt, was sie mit ihrem muslimischen Nachbarn erfahren haben. She said that she and her husband came out of their house, their apartment, one evening to go for a walk. Und sie sagt halt, sie und ihr Mann sind halt rausgegangen aus dem Apartment, um einen Spaziergang machen zu können. They were holding their hands. Und sie haben halt Händchen gehalten. And they were smiling at each other. Und sie haben sich gegenseitig angelächelt. There was evident happiness and exchange as they were looking at each other. Und als sie sich einander angeschaut haben, waren sie halt glücklich, das konnte man erkennen. The next day, the women, her neighbors, the women, asked her about it. Und am nächsten Tag ist die Nachbarsfrau gekommen und hat sie darüber ausgefragt. Because they could see on both their faces something that they cannot have on their faces. Und sie hat halt auf dem Gesicht dieses Pärchens etwas gesehen, was sie selber nicht hatte. Because of how they are treated and the wall that is between the male and female and the status of a wife and a woman in that culture. Und es hat halt was damit zu tun mit der Kultur, wo halt es eine Barriere zwischen Mann und Frau gibt, wo es da auch diese Barrieren gibt. So Jesus was a face-facer. He was a face reader. Und Jesus war ein Gesichtenleser. Every face is a person who matters to God. Und jedes Gesicht ist eigentlich eine Person, die für Gott wichtig ist. And when you look at that face, or those faces, und wenn du diese Gesichter dir anschaust, who do you see? Wen siehst du dort? And the question is when people look at your face, who do they see? What do they see? Und die Frage ist, wenn Menschen dein Gesicht sich anschauen, wen sehen sie oder was sehen sie da? You've never locked eyes with another human being who isn't valuable to God. Could you please repeat it? I didn't get it. You've never looked into the eyes of somebody or locked eyes with somebody who is not another human being who isn't valuable to God. Also du wirst niemals in Augen einer Person geschaut haben, die nicht für Gott wichtig sind. So, you know, when you cover the face, some of it is still seen. Auch wenn du dein Gesicht verbarrikadierst, also vermummst, kannst du immer noch sehen. My wife has gotten used to the furrows in my brow.
Okay, also meine Frau hat sich halt ja auch an die Haare in meinen Augenbrauen gewöhnt. She reads just from here up, you know, what I might be thinking. Und sie kann dann halt dieser Ausdruck, der hier oben ist, eigentlich in dem Moment erkennen, woran ich denke. We've been married for 47 years this coming week. Oh wow, great. Congratulations, lots of blessings. So, wir sind seit 47 Jahren miteinander verheiratet nächste Woche. So she's gotten accustomed to my face. Und sie hat sich halt auch an mein Gesicht gewöhnt. And even in a time when we are wearing masks, Und sogar in dieser Zeit, wo ihre Masken tragen, and we are forced to look at each other in their eyes, werden wir halt auch gezwungen, in die Augen der anderen zu schauen. if we take the time, we will see more than what meets the eye. Lasst uns mehr sehen in den Augen der Menschen, als das, was das Auge erblicken kann. And this is what Jesus wants us to do. Und das ist das, was Jesus eigentlich von uns möchte. There are faces in your world. Es gibt halt auch in unserer Welt Gesichter, Do you notice those faces? die du auch notieren, also die du wahrnehmen solltest. Are you accurately reading their faces? Bist du auch dabei, genau die Gesichter zu lesen? But even more important is what face do you show them? Was noch wichtiger ist, welches Gesicht zeigst du ihnen? Do you show them the face of Jesus through your face? Lässt du sie auf deinem Gesicht das Angesicht Jesus sehen? Well, any questions or Habt ihr irgendwelche Fragen?